Wir sind hier am Telecam-Stand. Mein Name ist Michael Lehmann-Horn von Magic Multimedia. Wir sind der Distributor für Deutschland, Österreich und die Schweiz für Telecam. Telecam zeigt hier die neue Explore. Das ist eine PTZ mit einem 1 Zoll Sensor. Also einem verhältnismäßig großen Sensor. Das ist ein Sony-Sensor. Dieser Sensor liefert nicht nur ein ganz wunderbares Bild, sondern er bietet auch eine Phasendetektion. Das heißt, das Autofokus wird eben exakt berechnet und gesteuert durch den Sensor. Der weiß also immer, wie weit das Objekt, auf das scharf gestellt werden soll, entfernt ist. Eine Besonderheit bei dem Sensor ist auch der ND-Filter, der erforderlich wird, denn bei viel Licht kriegt die Kamera möglicherweise zu viel Licht schon auf den Sensor. Und deshalb ist ein ND-Filter fest verbaut, der standardmäßig transparent ist, aber eben in verschiedenen ND-Stärken dann abgerufen werden kann. So ist die Kamera eben auch bei starker Beleuchtung in der Lage, noch ein gewisses Bokeh zu zaubern und damit ja, den Look eines größeren Sensors eben auch zu nutzen. Eine weitere Besonderheit ist, dass man den Infrarotfilter rausfahren kann. Auf die Art und Weise ist die Kamera auch in einer Art Nachtmodus nutzbar. Bei den Anschlüssen überzeugt die Kamera durch eine unglaubliche Vielfalt. Wir haben einen Fiber-Anschluss, also die Möglichkeit per Glasfaser das Signal der Kamera über große Strecken, über Kilometer zu übertragen. Wir haben einen Genlock, was gerade für den Mehrkamerabetrieb oder auch fürs virtuelle Studio interessant ist. Wir haben einen 12G-Anschluss und einen 3G-Anschluss im SDI. Der 3G-SDI-Anschluss, der kann auch als Cutout genutzt werden. Das heißt, dass man einen Teil des Bildes eben ausgeschnitten bekommt. Auf die Art und Weise liefert die Kamera 2 Bilder auf einmal. Das ist eine sehr praktische Geschichte. Der HDMI 2.0 liefert Signale bis zu 4K. Und wir haben sogar noch einen kleinen, etwas unscheinbaren USB-C-Anschluss. Darüber kommt das Signal der Kamera als Webcam-Signal. Der Netzwerkanschluss versorgt einerseits die Kamera mit Strom. Wir haben es hier mit einem PoE++ Standard zu tun, kann aber genutzt werden auch für NDI, und zwar NDI HX und NDI als Full NDI. Und es geht sogar beides gleichzeitig. Und darüber hinaus steht natürlich SRT, RTMP und verschiedene IP-Streams auch zur Verfügung. Die Besonderheit ist, dass all diese Signale parallel ausgegeben werden können. Und nachdem auch ein Audioanschluss da ist, entweder als Line-Signal oder als XLR mit Phantomspeisung, wird auch der Ton, der hier zugespielt wird, direkt in diese verschiedenen Signale vollkommen synchron mit embedded. Ein kleiner, unscheinbarer Speicherkartenslot ist auch vorhanden für MicroSD-Karten. Darauf kann in H264 oder H265 aufgezeichnet werden, direkt mit der Kamera. Ansonsten sind noch klassische serielle Anschlüsse vorhanden, falls die noch jemand braucht. Die Kamera kann natürlich über NDI gesteuert werden, auch über WSCA und WSCA over IP. Über das Netzwerkkabel kommt außerdem das 3D-Signal, das heißt, die Kamera sagt, was sie gerade tut, und diese Information kann als Tracking-Information genutzt werden, um sie dann eben zum Beispiel in so einem virtuellen Studio zu nutzen. Wir kooperieren jetzt hier mit Brainstorm, aber auch andere Firmen bieten Unterstützung für 3D. Am beliebtesten ist wahrscheinlich Unreal, aber die Integration, die funktioniert tatsächlich äußerst unkompliziert und ist, glaube ich, auch für viele eine sehr spannende Geschichte, weil man damit eben seine Möglichkeiten selbst in seinem sehr kleinen Studio unglaublich erweitern kann.